Die hohe Kunst des Emaillierens scheint beinahe schon in Vergessenheit geraten zu sein. Uhrenmarken nutzen diese besondere Form der Zifferblattveredelung, wenn dann nur bei extrem teuren Armbanduhren. In der Kollektion Presage jedoch bringt Seiko das porzellanartige Material schon für 1.500 € ans Handgelenk. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und hier schauen wir uns die Referenz SPB 495 Emaille von Seiko genauer an. Um das Modell und die Fertigungsmethode vorzustellen, haben wir in diesem Video mit Seiko kooperiert. Deswegen können wir auch einige Ausschnitte aus dem Herstellungsprozess zeigen. Das aber erst später. Denn zuerst würde ich gern etwas genauer auf die neue Uhr eingehen. Vom Design könnte es wohl kaum klassischer sein. Die Referenz SPB 495 aus der Kollektion Presage ist mit einem weißen Emaille-Zifferblatt ausgestattet und trägt aufgedruckte römische Ziffern sowie eine umlaufende Eisenbahnminuterie. Der Mittelteil und das Hilfszifferblatt für die 24-Stunden-Anzeige über der 6 Uhr sind plastisch leicht zurückgesetzt und tragen klassisch gebläute Zeiger. Das Blau schafft einen wirklich schönen Kontrast zum samtig schimmernden Emaille-Zifferblatt. Besonders auffällig ist das Gegengewicht des filigranen Sekundenzeigers, das halbmondförmig ausgeführt ist. Beim Blick von oben passt dieser übrigens genau über das O aus Seiko. Bestimmt kein Zufall. Die 24-Stunden-Anzeige über der 6 Uhr Position ist mit arabischen Ziffern versehen und macht das Ablesen der aktuellen Tageszeit auf einen einzigen Blick möglich. Das Hilfszifferblatt schneidet die Ziffern für 5, 6 und 7 an. Wer sehr auf Details achtet, könnte sich daran stören, aber da scheiden sich bekanntlich die Geister. Dafür können bei diesem Modell die Gegner von Datumsanzeigen aufatmen, eine solche gibt es hier nämlich nicht. Vom allgemeinen Design jedenfalls lässt sich das Zifferblatt schon mit solchen von alten Taschenuhren vergleichen, bei denen ja oft auch Emaille zum Einsatz kam. Und tatsächlich bezieht Seiko sich bei der Uhr auf ihre erste eigene Taschenuhr, der Timekeeper von 1895. Im Gegensatz zu einer 24-Stunden-Anzeige war dort allerdings eine kleine Sekunde über der 6 und die Zeiger waren ziemlich verschnörkelt ausgeführt. Dementsprechend eine etwas andere Interpretation. Auch damals war das Zifferblatt allerdings aus Emaille gefertigt. Heutzutage ist bei Seiko dafür Mitsuko Yokosawa verantwortlich. Der Meister-Emailleur hat über 50 Jahre Erfahrung in seinem Beruf und die verwendeten Techniken für Zifferblätter perfektioniert. Zuallererst müssen die Zifferblattrohlinge aus Metall gestanzt und vorbereitet werden. Die geölten Rohlinge werden gründlich gereinigt und daraufhin vernickelt. Schon kleinste Verunreinigungen oder Materialunebenheiten würden im späteren Produktionsprozess Probleme bereiten. Im nächsten Schritt wird eine Grundierungsschicht aufgetragen und im Ofen gebrannt. Dabei wird eine Schichtdicke von nur 0,12 mm angepeilt, damit Farbe und Eigenschaften für den eigentlichen Emaillierungsprozess wiederholbar sind und immer gleich perfekt. Die eigentliche Emaille wird bei Seiko in Form einer flüssigen Glasur angemischt. Darin gelöst ist besonders fein gemahlenes Glas, das später im Ofen schmilzt und den porzellanartigen Glanz bestimmt. Ganz wichtig dabei ist die perfekte Rezeptur, um das gewünschte Ergebnis nicht nur hinsichtlich Farbe, sondern auch hinsichtlich der ebenmäßigen, fertigen Oberfläche zu erreichen. Dabei hilft außerdem der Auftrag per Lackierpistole. Ist der Auftrag innerhalb winziger Toleranzen hinsichtlich der Dicke der Lackschicht abgeschlossen, können die Zifferblattrohlinge im Ofen gebrannt werden. Unglaublicherweise muss dabei die Temperatur des Ofens anhand von Erfahrungswerten ans Wetter, also der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, angepasst werden, um das perfekte Ergebnis zu erhalten. Nach dem Brennen werden die Zifferblätter langsam abgekühlt und erhalten durch die Oberfläche aus geschmolzenem Glas ihren typisch sanften Glanz. Eine nachfolgende Prüfung sorgt dafür, dass Dicke und Färbung der Zifferblätter den hohen Ansprüchen von Meister Yokosawa genügen. Die fertigen Rohlinge können daraufhin bedruckt und verbaut werden. Im Falle der SPB 495 wird das Emaille-Zifferblatt im klassischen Edelstahlgehäuse der Presage verbaut, das im Durchmesser 40,2 mm misst und 12,1 mm hoch ist. Der Lack-to-Lack liegt bei 48 mm. Anders als bei den Einstiegsmodellen bei Seiko kommt bei dem Modell ein Saphir Boxglas zum Einsatz und auch die verbaute Technik ist anders als das Zifferblatt eher modern als nostalgisch. Das Kaliber 6R5H
bietet nämlich neben der 24-Stunden-Anzeige auch eine Gangreserve von bis zu 3 Tagen, also 72 Stunden, was sich auch auf dem Zifferblatt durch eine Aufschrift ablesen lässt. Im Inneren des Gehäuses wird das Automatikwerk mit Sekundenstopp und beidseitigem Aufzug per Seiko-eigener Magic Lever Technologie bis zu einem Druck von vernünftigen 10 Bar vor Wasser geschützt. Ausgeliefert am Kalbslederband mit Fallschließe ist die Pressage damit ein eleganter Begleiter, von dem man lange etwas haben kann. Mit 1500 € ist die Dresswatch dabei nicht einmal besonders teuer bepreist. Bei Schweizer Marken etwa ist angesichts des Emaille-Zifferblatts ein solcher Preis undenkbar. Gefällt euch der Ultra Vintage Look der Uhr? Das würde mich wirklich interessieren und ich freue mich auf eure Nachfragen und Kommentare unter dem Video. Wenn euch dieses gefallen hat, freue ich mich außerdem über ein Like und ein Abo des Kanals. Das hilft wirklich sehr. Falls ihr ein weiteres Video sehen möchtet, klickt doch einfach direkt hier oder besucht unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.